Okay, du kannst jetzt schon auf ein wirklich bewegtes Leben zurückblicken, auch wenn du gerade mal erst 50 bist. 2016 ist dann noch dein Buch erschienen über dieses Leben, was du so bisher gemacht hast. Da möchte ich mich sehr herzlich für bedanken, weil sonst hätte ich nicht so gut recherchieren können. Dann hast du 2012 auch noch den Bambi erhalten, nicht nur für deine Leistung im Sport, sondern eben auch für dein ehrenamtliches Engagement. Man sollte meinen, jetzt lehnt sich Kirsten Bruhn einfach mal zurück und genießt das Leben. Aber weit gefehlt, Kirsten Bruhn überlegt sich, was gibt es noch an schönen anderen Herausforderungen. Für mich, am 4. Oktober bist du nicht im, sondern auf dem Wasser. Was genau machst du da? Ja, das ist der sogenannte Helga Cup 2020. Ein reines Frauensegeln und auch noch inklusiv. Das heißt also in dem sogenannten SR14 oder VR14 Bootsmodell, Bootstyp, ist immer ein Mensch mit Handicap und ein Mensch ohne. Und das Ganze durfte ich jetzt vor 3-4 Wochen schon mal erleben. Ist für mich eine ganz neue Welt. Segeln, ich weiß nicht, ob ich talentiert bin. Ich habe damals als Fußgänger das Surfen mal probiert und bin schier wahnsinnig geworden, weil ich dieses blöde Surfsegel nicht hochgekriegt habe und fühlte mich nicht wirklich talentiert. Hatten wir auch kaum Wind, das ist vielleicht dann auch noch ein Punkt gewesen. Aber es war, wie gesagt, eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich. Eine Erfahrung, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Alle Mal am zweiten Tag der Regatta kriegten wir richtig Wind. Und dann war Action auf dem Boot und auf der Alster. Und von daher hoffe ich, dass ich da wiederum andere animieren und motivieren kann, einfach mal Dinge auszuprobieren, die sie bis dato nicht ausprobiert haben, für auch vielleicht unmöglich erachtet haben. Und jetzt aber einen Anbieter haben, sprich in Hamburg der Norddeutsche Regattaverein, der da einfach sich auf die Agenda geschrieben hat, inklusives Segeln jetzt ins Programm zu bringen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, Inklusion sowieso ein ganz wichtiges Stichwort für dich natürlich. Ganz klar, das Wort begegnet einem auch immer öfter. In deinem Buch habe ich eine ganz tolle Definition dafür gefunden. Die hat mir sehr gut gefallen. Inklusion ist die bedingungslose Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer Gruppe. Finde ich sehr, sehr schön und ein tolles Ziel. Wie weit sind wir deiner Meinung nach denn auf dem Weg in Deutschland zur Inklusion wirklich aller? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Startvorgang beim Schwimmwettkampf. Also wir sind immer so 20 Minuten vor dem eigentlichen Start im Last Call. Dann rutschen wir eine Ebene weiter, dann kommen wir so auf die Startbrücke, da können wir uns ausziehen, dann kommt ein langer Pfiff, dann heißt es, jetzt musst du langsam mal fertig sein. Und ich würde sagen, wir sind so bei diesem langen Pfiff. Also wir sind noch lange nicht im Startsprung, noch lange nicht im Wasser, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir versuchen es zu verstehen, weil viele erstmal nur, wenn sie Inklusion hören, das auf behindert und nicht behindert reduzieren. Das ist ja komplett nicht alles, was Inklusion bedeutet. Es betrifft ja jeden Menschen. Genau. Viele sich da eigentlich auch gar nicht mit angesprochen fühlen, weil sie kein Handicap haben. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel lernen, ganz, ganz viel begreifen und auch aufklären. Ja. Und demzufolge haben wir noch einen langen Weg vor. Ja, es geht ja dann wirklich über alles, ob das Menschen mit Handicap sind, ob das die Geschlechterfrage ist, ob das die Hautfarbe ist, was auch immer es ist. Es ist ja eigentlich dieses Thema wirklich... die komplette bunte Tablette des Menschseins ist was eigentlich das Schöne ist. Und, aber leider doch für viele Menschen nach wie vor nicht schön anscheinend, weil viele immer noch Angst vor irgendwelchen fremden Dingen haben. Ich weiß gar nicht, ob das Angst ist. Das weiß ich auch nicht wirklich, aber jedenfalls Inkompetenz, es ist Nichtwissen. So, und manchmal ist es auch einfach ein Annehmen von bestimmten Modellen aus früheren Zeiten. So. Weil das da so gemacht wurde und weil da irgendwie das links und rechts geradeaus lief, was weiß ich. Das ist einfach dumm. Wir sind bunt und das ist auch schön. Ja, auch ich sage, es gibt gewisse Dinge, die ich nicht mit allen zusammen machen möchte. Ich möchte auch mal nur mit Behinderten zusammen sein und ich möchte auch mal nur mit Frauen zusammen sein. Ich muss nicht alles mischen. Aber auch das gehört zur Inklusion dazu. Die Möglichkeiten zu haben, wenn ich es denn wollte, das ist entscheidend. Und ich finde auch nicht alles gut.
auch nicht alles gut, was Deutsche machen. klar. Dadurch bin ich noch lange kein Rassist. Ich glaube, da müssen wir noch viel, viel lernen. Das stimmt. Ja, damit sind wir auch fast schon am Ende. Ich möchte mich schon mal ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Es war ganz toll, so viel von dir zu hören. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren jungen Athleten mit auf ihre ganz verschiedenen individuellen Wege geben möchtest? Ja, da gibt es immer viel. Ganz, ganz wichtig ist es, dass man nicht pauschalisiert. Jeden Menschen individuell wahrnehmen, begreifen und auch irgendwie verstehen wollen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und nur weil ich eine schlechte Erfahrung mit einem Walter gemacht habe, heißt das nicht, dass der nächste Walter genauso blöd ist. Das sind, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtige Basics. Und zum anderen sollten diese jungen Athleten irgendwann mal Auto fahren und sie suchen einen Parkplatz und da ist so ein komisches Symbol drauf, wie der Rollstuhl. Und sie sind kein Rollstuhlfahrer und auch kein Insasse in ihrem Pkw, dann haben sie auf diesem Parkplatz nicht zu suchen, weil es ist ein Rolli-Parkplatz. Ja. Und für diesen Parkplatz braucht man einen Ausweis. Und den soll man auch sichtlich am Armaturenbrett irgendwie hinlegen und präsent zeigen. Das ist etwas, was ich wirklich für ignorant halte, was ich auch für stumpfsinnig halte und für dumm, dass da immer wieder Menschen drauf sich hinstellen, die denken, ja, ich wollte ja nur mal kurz. Genau, ich bin ja nur mal ganz kurz. So. Ja, und? Na, also genauso mit diesen Mutter-Kind-Parkplätzen. Ja. Also Mutter-Kind, meinetwegen auch Vater-Kind. Auch das ist ja etwas, was, glaube ich, symbolisch irgendwie noch nachbereitet werden muss, wegen dieser Gender-Problematik. Aber das hat ja irgendwie auch einen Sinn. Und diesen Sinn sollte man, glaube ich, auch verstehen und dann auch entsprechend akzeptieren. Ja, und wenn man meint, man möchte jemandem helfen, fragen und verdammte Kiste auf die Antwort warten. Und wenn ein Nein kommt, dann ist es auch ein Nein. Und das muss man auch nicht persönlich nehmen. Nein. Ganz im Gegenteil. Da darf man sich freuen, dass der andere es ohne Hilfe hinbekommt. Genau. Perfekt. Super. Vielen Dank. Ich danke.